So Freunde, heute mal eine ganz steile These. Ich glaube, es gibt viel zu viel Parfums, viel zu viel Parfummarken, kommt keiner mehr mit, kann sich keiner mehr merken, kann keiner mehr kaufen. Ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist, denn darum soll es heute gehen und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's blendend. Ich war heute Morgen schon beim Kopfdoktor, habe mich da auf die Couch gelegt, ein bisschen einpendeln lassen. Seitdem ist alles super, geht mir richtig tippitoppi geil. Und ich wollte einfach dieses Video schon länger mal machen, habe gedacht, heute mache ich es. Wir haben uns ja hier schon Mind Games, Born to Stand Out angeguckt und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man mal Instagram aufmacht, mache ich sehr ungern, aber ab und zu gucke ich da natürlich rein. Scent Advice, Parfumo, whatever. Jeden Tag sind da neue Hype-Düfte, das neue heiße Zeug, alles super geil, hat man so noch nie gerochen. Ich denke mal so, ich habe davon noch nicht mal gehört. Und dann spult man es auf und denkt, ach ja, ein Rose-Oud-Duft, das ist ja super kreativ, klasse. Und bevor wir uns jetzt daran abarbeiten und mal so ein bisschen diskutieren, ob es nicht einfach zu viele Marken gibt, zu viel Auswahl und ob auch einfach eine Parfummarke zu gründen nicht vielleicht ein bisschen zu einfach ist, steigen wir mit ein bisschen Geschichte ein. Ist doch auch schön. Wir brauchen immer hier so ein bisschen was, ich sag mal, als Fundament, um einzusteigen. Und da würde ich gerne so ein bisschen einmal so einen Abriss machen. Da habe ich auch ein paar Notizen zu. Wo kommt Parfum eigentlich her? Also wenn man ganz zurückgeht, so in die Antike, da war das vor allem so für Rituale und Körperpflege und so, das war super toll. Dann kam irgendwann das Mittelalter und da hatten die Leute eine ganz großartige Idee. Da gab es die Miasmentheorie, weil da gab es ja zig Krankheiten, Seuchen. So Miasma ist ja so eine Pestwolke, so ein Pesthauch. Weiß man, wenn man viel Metal hört, da kommt das relativ oft vor. Und da haben sich die Leute mit Parfum eingesprüht, quasi als Rüstung gegen Krankheit. Ne? Einfach Parfum drauf, Wasser und Seife, ja, das kann man machen, ist für einen Pöbel, ist Quatsch, bringt nichts. Geil ist, wenn man sich da ordentlich eindieselt. Das hilft natürlich. Man hat gesehen, hat nicht geholfen. Ne? Also wenn man so in die Geschichte guckt, merkt man, dass diese Parfumtheorie da scheinbar ein bisschen eine schlechte Idee war. Nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie interessant, dass wenn man heute so in die U-Bahn steigt, das Gefühl hat, manche Leute leben immer noch im Mittelalter, weil die sprühen sich ja auch damit komplett ein. Ich weiß nicht, ob die denken, dass das gegen Krankheiten hilft. Auf jeden Fall hält es Leute von ihnen fern, von daher hat das schon mal funktioniert. Dann irgendwann in der Renaissance ist Frankreich so zur Duftnation geworden. Da fing das dann an mit den ersten Luxusparfums. Apropos, kleine Anekdote, die mir bei der Recherche aufgefallen ist Napoleon Bonaparte. Der ist ja da durch die Gegend gelaufen, hat zigtausend Leute umgebracht und da Feldzüge gemacht und der große Eroberer, der war nicht nur klein, sondern der hat auch in kölnisch Wasser gebadet. Der hat das wohl literweise pro Tag, mehrere Flaschen hat er leer gemacht, sich irgendwie auf den Körper und auf die Klamotten geschüttet. Also so gesehen der erste Oversprayer der Geschichte. Denkt da immer dran, wenn ihr euch einnebelt und in der Bahn sitzt. Ja, es könnten Leute kommen, die euch für Napoleon Bonaparte halten. Aber das müsst ihr dann selber entscheiden. Ne? Auf jeden Fall gar nicht so ein gutes Vorbild. Sag mal, von Erfolg gekrönt war die ganze Geschichte ja auch nicht. Na egal, im Endeffekt, manche Leute finden ja immer noch toll, kann ja jeder machen, wie er will. Ich will den nicht heroisieren. Ich finde so Kriegsherren immer irgendwie schwierig. Aber auf jeden Fall kölnisch Wasser und Napoleon, das war scheinbar eine gute Kombi. Dann gab es so in den 1921 kam so das erste richtige Luxusparfum von Chanel, so das war das erste Parfum von einem Modehaus, Chanel Nummer 5, wo ich mich auch frage, warum haben die nicht mit Nummer 1 angefangen, aber geschenkt. Und dann noch eine Sache, da habe ich so ein bisschen salopp gesagt, ja, warum haben die eigentlich bei Chanel Nummer 5 nicht mit Chanel Nummer 1 angefangen? Das habe ich jetzt im Nachgang natürlich nochmal recherchiert. Vielleicht kann man das ja irgendwie da reinkriegen. Ich weiß nicht, entweder lassen wir das unsere Roboterstimme einmal vorlesen, einfach nur so ganz witzig, wie das ja viele auch machen, ne? Dass da einfach so diese Google-Stimme das erklärt, lag wohl daran, dass die verschiedene Proben einfach hatte für den Duft und Nummer 5 hat ihr am besten gefallen und außerdem war Coco Chanel wohl abergläubisch und 5 war ihre Glückszahl und deswegen ist es, weil es die 5. Probe war von den Entwürfen, heißt der Duft Chanel Nummer 5. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das der 5. Duft war, sondern wie gesagt, das ist der erste Duft, den die gemacht haben, davon die 5. Probe. Und zeitgleich ist dann auch mit Guerlain und so Parfumhäusern entstanden, die wirklich rein Parfum gemacht haben. Ne? Weil das gab es damals noch nicht so viel. Oft waren das dann die Modehäuser, die dann ihre eigenen Düfte hatten. Aber Guerlain zum Beispiel, die haben von Anfang an nur Parfum gemacht. Die haben auch sowas in diesen Düften drin, scheinbar seit dem Beginn an, so ein Akkord, den man immer rausriecht, der so eine Wiedererkennbarkeit schaffen soll. Dann gab es ganz interessant, auch in den 30ern, so ein Typ, der ist Jean Barthou und der hat dann irgendwie Joy rausgebracht, war so ein Parfum, das sollte irgendwie mitten in der Wirtschaftskrise die Lust auf Luxus wecken, war das damals teuerste Parfum der Welt, irgendwie inflationsbereinigt $800. Da lacht sich heute Clive Christian irgendwie drüber kaputt, aber ist egal, für damalige Verhältnisse war das auf jeden Fall insane. Ja, dann kamen so die ersten Powerhouses und so diese ganzen stärkeren Parfums in den 80ern und dann in den 90ern kam ja dieser Celebrity-Kram auf. Ne? Da wurde es dann schon mehr. Man muss sich trotzdem mal einmal vorhalten, ne? In den 90ern oder allein vor 10, 15 Jahren noch,
da lag es so bei ungefähr 100 Düften, neuen Düften, die so im Jahr rauskamen. Heute ist man bei 2500 Düften, die im Jahr rauskommen, was daran liegt, dass dieser ganze Nischen- und Indie- und Luxuskram halt so unfassbar viel Zeug produziert mit ganz kurzen Lebenszyklen. Aber egal, zurück. Also dann kamen so, ihr kennt das ja alles, Christina Aguilera und sonst was, die haben dann da ihre Düfte rausgebracht. Und irgendwann, so in der Pandemiezeit, wahrscheinlich durchaus auch durch Jeremy Fragrance. Das wird krass. Ist dieses Parfümthema einfach explodiert. Ist so ein totaler Hype geworden, die Leute sind total crazy. Und das liegt, glaube ich, zumindest daran, dass Parfum so ein bisschen, also man hat so alle Statussymbole abgeklappert. Ne? Ihr habt irgendwie euren Off-White-Pulli, wenn ihr da unbedingt Bock drauf habt, ihr habt eure Roli und so. Und jetzt braucht es was anderes, um sich abzugrenzen, um Luxus zu zeigen. Und da ist natürlich Parfum perfekt. Und das ist natürlich auch für Marken total super, sowohl für die bestehenden als auch für die, die sich jetzt gründen. Denn Parfum ist ja basically Storytelling, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Heutzutage geht es kaum noch um den Duft, sondern um die Geschichte, die damit verbunden wird, um das Attribut, was euch dieser Duft verleiht. Das merkt man auch so ein bisschen und ich will da niemandem zu nahe treten, aber wenn man mal so guckt, wer so diese Parfums macht, da stolpert man immer über dieselben Namen. Ne? Manchmal sind das große Aroma-Chemicals-Hersteller, so Givaudan, Firmenich, Simrise, Robertet, sowas. Oder halt Leute wie Chris Carbonell. Weil die wenigsten Marken, die es jetzt neu gibt oder die neu gegründet werden, da kann ja keiner parfümieren. Ne, auch so bei Born to Stand Out, das sind ja Leute, die gehen dahin, die erfinden so ein Marketingkonzept, die erfinden da ihre Story drumherum, dann muss das alles ein bisschen dirty, ein bisschen bold, ein bisschen provokativ, ein bisschen ficky-ficky sein und dann sucht man sich halt ein paar renommierte Parfümeure und ParfümeurInnen, dann lässt man sich von denen irgendwelche Düfte machen oder im besten Fall haben die schon irgendwas in der Schublade und dann klebt man dann nur noch den Namen drauf, verkauft das und das ist natürlich auch vor allen Dingen spannend für Investoren, die darin Cash sehen. Das ist so das Ding. Deswegen spricht man ja auch oft von diesen Investorenmarken, wo zum Beispiel auch Mind Games zugehört. Ne? Die haben dann Düfte, wo einfach der Flakon teurer ist als das, was drin ist. Und das Ganze wird dann noch schön irgendwie durch Influencer-Marketing gehypt und am Ende ist es irgendwie der neue Duft und alle denken, hä, wo kommt das her? Warum redet da plötzlich jeder drüber und warum ist das Zeug so sauteuer? Und mein Problem damit ist, ich freue mich über neue Düfte, versteht mich nicht falsch. Ne? Ich freue mich, einen neuen Duft zu entdecken, aber genau das ist das Problem. Ich entdecke nicht so oft einen neuen Duft. Also ja, das Parfum an sich ist neu, aber das Duftprofil ist alt. Also wie oft will man noch einen Rose-Oud-Duft machen oder irgendwie, was weiß ich, für einen Oud-Duft. Ne? Auch so diese ganzen typischen DNAs, sowas wie ein Erba Pura, kann man jetzt hassen oder nicht, oder ein Alexandria 2 oder ein Baccarat Rouge. Das waren vielleicht Düfte, die früher total originell waren und auf ihrem Feld was ganz Neues gemacht haben, aber den wievielten Klon davon in irgendeiner bescheuerten Over-the-Top-Verpackung, den mir irgendein Hans Franz hier hinhält, soll ich noch kaufen? Ich würde mir wirklich wünschen, dass es weniger und dafür bessere Düfte gäbe, weil es gibt meiner Meinung nach aktuell einfach zu viel Kram. Ich versuche hier zu kuratieren, ich zeige euch nur Sachen, die ich wirklich gut finde. Weil das genauso ein bisschen der Hintergrund ist, warum ich überhaupt diesen Kanal angefangen habe, kann ich an der Stelle mal erzählen. Weil ich gedacht habe, ey, in diesem Dschungel aus Zeug, was da dauernd rauskommt, da so ein bisschen zu gucken, was ist das, was sich wirklich lohnt auszuprobieren und was ist einfach nur mehr vom Gleichen. Und wenn ich dann sehe, dass irgendwie Leute wie Diana zu Löwen oder so jetzt da auch ihr eigenes Parfum machen, wo ich mir denke, Alter, wirklich, also man könnte mit Ressourcen so viel Besseres anfangen als das. Aber es wird, und das ist so meine Prognose, gerade so im Hinblick auf Influencer-Düfte, auf TikTok, solche Geschichten, wird das immer mehr werden. Es wird immer mehr Marken geben, die einfach hingehen und sagen, pass auf, wir erfinden irgendeine Story, irgendein Marketinggerüst und dann hauen wir Düfte raus. Wir suchen uns die immer gleichen Parfümeure mit den immer gleichen Duftformeln und bringen das einfach raus. Und das ist so ein Ding, das turnt mich irgendwie ab. Und Problem ist, es ist ja auch so leicht. Ich meine, wenn ihr ein bisschen Kohle habt, ne, das Einfachste, was ihr machen könnt, ist eine Parfümmarke gründen. Ihr sucht euch halt irgendeinen Namen, irgendein Konzept, egal wie balla das ist. So, dann sucht ihr euch einen Parfümeur, der mischt euch dann die Öle an, so, dann sucht ihr euch da irgendwie ein paar Stockflakons aus, füllt das alles ab. Im besten Fall habt ihr noch irgendeine IFRA-Zulassung, kostet auch noch ein bisschen Kohle. Was heißt IFRA-Zulassung, aber ne, diese Zertifizierung, IFRA ist ja dieses Gremium, was da ist aus Aroma-Chemicals-Herstellern, die im Endeffekt sicher gehen oder gewährleisten, dass die Düfte sicher sind. Hat viel auch mit Versicherung zu tun, wenn ihr dann da allergisch reagiert, dass die Leute sich absichern können, sagen können, nee, wir haben da aber IFRA-konform gearbeitet. Wäre nochmal Thema für ein anderes Video. Könnt ihr mal gucken beim lieben Jan, beim Eau de Fragrance, der hat gerade ein großes Video über die IFRA gemacht. Und das ist es. Und dann habt ihr euren Duft. Dann braucht ihr natürlich noch irgendwie eine Distribution. Aber ihr seht das ja bei vielen kleinen Marken. Im Notfall fängt man einfach an mit einem Direktvertrieb, macht das einfach selber auf Instagram oder sonst wo, macht sich so einen Shopify-Shop, knallt das Zeug da rein
Und wenn man dann noch ein paar Leute findet, die ja, das noch ein bisschen in die Kamera halten und hochhypen und da genug Kohle hat, dann funktioniert das schon, siehe Mind Games. Und selbst so Marken, die ich total gerne mag, wie DS&Durga, auch aufgekauft worden. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Manzanilla Capital oder so. Ne? Da kommen dann so Beauty-Konglomerate und kaufen diese ganzen kleinen Nischen- und Indie-Marken auf und ruckzuck ist das für die einfach eine Cash-Cow und die Leute, die das irgendwann mal mit Idealismus angefangen haben, die sitzen dann da und sagen, ja gut, ist ja schön, aber jetzt brauche ich den Rest meines Lebens nicht mehr arbeiten, dann ist auch gut. Also, worauf ich eigentlich hinaus will, ich will hier gar nicht ragen, ich will auch gar keinen großen Rant machen, so, also doch will ich eigentlich schon, aber es geht mir einfach darum, dass Parfum früher, oder das wird ja heute auch oft noch so kolportiert, Parfum ist Kunst. Ja, ist es das denn? Das muss man sich doch mal ganz ehrlich fragen. Oder ist es ein scheiß Massenprodukt? Ist es irgendwas, womit irgendwelche fadenscheinigen Leute irgendwie noch ein bisschen Kohle aus euch rausziehen wollen? Man muss wirklich genau hingucken, welcher Marke man sein Vertrauen und sein Geld schenkt. Wer macht wirklich Düfte, die outstanding sind, die einen berühren, die irgendwas Neues beitragen, die irgendeine DNA machen. Das heißt nicht, dass es super crazy sein muss. Aber ist da vielleicht ein Duft dabei, der einfach in seiner Zusammensetzung so nochmal anders ist, der eine besondere Atmosphäre schafft, der einem irgendein Gefühl gibt? Oder ist das halt irgend so ein kalter, kalkulierter Schrottduft, sage ich jetzt einfach mal so ganz hart, den einfach irgendjemand rausbringt, weil er denkt, er kann damit ein bisschen Patte verdienen? Mich würde es total interessieren. Wie ist da eure Meinung? Findet ihr das geil, dass jeden Tag zigtausend neue Marken gefühlt rauskommen? Oder habt ihr auch mittlerweile die Faxen dick und denkt, boah, eigentlich langsam reicht's mal? Was sind so die Düfte, wo ihr zuletzt wirklich gesagt habt, die sind richtig geil, die haben mich überzeugt? Und welche Düfte zum Beispiel, wo ihr große Erwartungen hattet, haben euch total enttäuscht? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe richtig Bock auf geile Diskussion hier. Lob und Kritik auch in die Kommentare. Und sagt vor allen Dingen mal, ob euch so Labervideos wie das heute gefallen, ob euch das gut reinläuft. Dann können wir das gerne mal öfter machen. Ich wollte es heute einfach mal ausprobieren. Ich bin jetzt auch schon am Ende. Guckt euch ansonsten bitte noch die anderen Videos auf dem Kanal an und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da und am besten noch ein Abo, das hilft mir am meisten. Und was soll ich sagen? Ich freue mich einfach, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe, alles Gute und tschüss!